der José Fernandes habe ich eigentlich auch nur vom Erzählen kennt. Ich habe gewusst, dass er irgendwie ein ganz gestörter Surfer ist und dass er wie gesagt, einer von denen ist, der schon ein Snowboardcamp organisiert. Und ja, das war einfach für mich ein Held gewesen. Schon nur mit seinem Aussehen, mit seiner Mähne, er war einfach das absolute Alpha-Tier der Szene. Er hat sich alles um José gedreht. Mir hat den Eindruck gemacht, José und auch an allen anderen, die dort dabei waren, dass sie einfach auch an den Sport geglaubt haben. Für uns war hier ganz klar, das wird das nächste grosse Ding. Viele Leute kennen den José nur als langhaarigen, blonden Engel. So, nicht wahr? Was er war. Heute kennen sie ihn nicht mehr, weil er ist der Baldi. Mein Name ist José Fernandes und ich lebe in der Schweiz. Ich bin das erste Mal auf einem Snowboard gestanden, ungefähr Ende 70er Jahre. Und zwar war das nicht ein Snowboard, sondern ein selber gebasteltes Brettchen mit 2 kleinen Ski drunter. Ich bin nach meiner Freestyle-Ski-Karriere durfte unterrichten in einem Freestyle-Ski-Camp im Schnalztal, im Südtirol. Ich habe das irgendwie erfahren, dass es hier ein Snowboardcamp gibt, wo Leute aus der ganzen Welt irgendwo zusammengekommen sind. Und dort habe ich den José kennengelernt. Dort hatte ich so einen blonden Typ, oben runtergekurven, wunderschönen Stil und seine blonden, langen Haare. Und ich war wirklich begeistert von diesem Sport. Es war so ästhetisch. Und ihn habe ich natürlich auch ästhetisch gefunden. Und so habe ich ihn lernen kennen, im Schnalztal, im Südtirol. Ich hatte keine Vision per se, was das wird. Aber ich habe sofort gespürt, dass das ein Sport ist, der einfach zu erlernen ist, der für Männlein und Weiblein super ist, weil es braucht eigentlich keine Kraft. Es ist kein Kraftsport, es ist ästhetisch, es sieht schön aus. Man lernt es super schnell. Damals hat man einen Snowboarder schneller aufs Board gebracht und der konnte runterfahren mit dem Lift wieder rauf, als das man mit einem Skifahrer gemacht hat. Und all die Ingredients haben mir sofort gesagt, wow, das ist wirklich etwas für alle. Und ich hatte den Drang, es auch allen beizubringen. Darum die ersten Snowboard-Camps gegründet, wo ein Haufen Leute zusammengekommen sind. Aber ich musste jedem anrufen, hey, kommst du ins Snowboard-Camp?
Racer ready, 5, 4, 3, 2, 1, go, go, go! Das hier, ist so ein Holz-Aluminium-Snowboard aus der ersten Stunde. Das Zeug haben wir von der Swissair geklaut. Das sind Flügelteile. Dann haben wir es hier abeinander geschnitten und dann gebogen und wieder zusammengeklebt. Bindung drauf gemacht. Eine Finne unten und 2 Finnen links und rechts. Und dann sind wir damit die absoluten Snowboard-Helden gewesen. Und so sind die ersten Boards entstanden. Sie sind viel zu breit gewesen, hatten keine Stahlkanten, hatten Finnen, hatten Schlaufen, damit man mit den Turnschuhen draufstehen konnte. Und 2 Kurven an einem Wochenende im Tiefschnee und man war der Hero. Man konnte dann snowboarden. Das ist José sein Riesenslalombrett von 1987. Hier ist die Werkbank. Da habe ich die Bretter nachher bearbeitet und geschliffen und gemacht. Da musste ich immer auch sehr aufpassen, wenn die Bretter wachsen, dass mir nicht der Wachs und der Leim durcheinander kommen oder es nachher nicht mehr klebt oder so. Aber nichtsdestotrotz habe ich etwa 120 Snowboard gebaut insgesamt. Er hat natürlich den Vorteil gehabt, ihm ein Brett machen wie ein Schneider zu Hongkong Anzüge, oder? Also einfach, er hat gesagt, was er wollte, und eine Woche später hat er es gehabt, wenn es pressiert hat. Was natürlich mit einem grossen Hersteller, wie es damals nur in Amerika gegeben hat, also eben der Burton, der Sims, der Winterstick, so, wäre das so nicht möglich gewesen. Ich bin nicht so die absolute Wettkampfsau gewesen, aber ich bin halt der Erste, der plötzlich Stahlkanten aus dem Brett hatte. Und nicht nur ein Skibelag oder nicht nur Holz unter den Füßen. Und dann konnte ich einfach mit Sekundenabstand gewinnen. Wir sind vorher nur im Powder gefahren. Also es war Wellenreiten im Weichschnee. Sogar mit 8 cm langen Finnen hinten dran. Und dann haben wir gewusst, es geht auch mit Kanten, ohne Finnen. Und da hat er dann schon eine enorme Sache ausgelöst, dass wir dann alle umgeschaltet haben auf Kanten. Ich bin dann auf Amerika als erster Europäer eigentlich Wettkämpfe fahren. Und das hat mich ein bisschen abgehoben von den anderen, wo ich dann zurückgekommen bin aus Amerika, dann gefunden habe, wow, das gibt Wettkämpfe, man kann schnell fahren, man kann auf der Piste fahren. Und wenn man den José schlägt, in Anführungs- und Schlusszeichen, dann kann man mit den Amis mitheben. Weil ich gerade auf Anhieb bei den Pros bin ich Dritter geworden und habe all die Jungs aus dem Magazin geschlagen, wo ich nur davon gelesen hatte vorher. Ich habe Tom Sims damals 1985 zum ersten Mal gesehen und habe mich einfach an seine Ferse geklemmt und bin hinter mir hergefahren, bis er aufmerksam geworden ist. Also, das ist der blonde Typ, der da hinter mir herfährt. Er war einer der prägendsten für Snowboarden in Europa und auch auf Amerika über. Weil in Amerika gilt er als der Europäer eigentlich. Damals war Sims die Marke, so wie jetzt Burton. Das war die coole Marke mit einem guten Material. Der José ist auch Sims gefahren, nach Hugenbugen. Evelyn hat das alles in den Weg geleitet, dass wir dann einen Vertrag unterzeichnen konnten, dass ich für das ganze Team auf Maß
Bretter entwickeln und bauen, hier in Zürich-Wollishofen. Und das haben wir dann gemacht und mit sehr viel Erfolg. Snowboard und die Alternative zum Skifahren. Ob dieser Sport in Zukunft auch in der Schweiz Fuß fassen wird? Fragezeichen. Das zum Thema, ob man daran geglaubt hat oder nicht. Mein Idol, Bernhard Russi, den habe ich dann mal abgehängt in Andermatt. Ich habe ihn per Zufall in der Gondel gesehen und dann hat er seine Ski angelegt, zack, zack. Und bis wir unser Zeug angehauen, war er schon halb unten. Und dann habe ich dem zeige ich es, dann mit einem nah im Pulverschnee. Und die haben ja immer noch ihr Wädchen gemacht. Haben so abgezockt, dann bin ich unten am Sessellift gestanden mit meinem Brettchen und gewartet, bis meine Kollegen kommen. Und er so, was ist das? Mich hat ja noch nie jemand überholt in Andermatt. Das war so lustig. Das wäre Schweizer illustrierte Snowboard-Mags, Davos. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ganze Rohmaterial von Neuseeland. Da hat es Sachen drauf, die hat noch nie irgendjemand gesehen. I don't know. Nicht einmal ich. Das grösste Projekt war eigentlich dieser Film. Ich glaube, dieser Film hat viel geholfen, auch in Europa. Für einen Durchbruch, für ihn und auch für den Sport. Das war offenbar der erste wirklich Snowboard-Film, den es überhaupt gegeben hat. Und das war natürlich auch das Tolle an dieser Zeit. Wir sind da wirklich in einen Raum vorgestoßen, der völlig leer war, wo wir gekommen sind. Ich war sicher einer der Ersten, der Sponsoren hatte. Und vielleicht durch mein Aussehen, die langen blonden Haare, dann mein ganzes Auftreten. Und ich habe eine gewisse Professionalität angelegt, indem ich die Sponsoren immer etwas zurückgegeben habe. Und das eigentlich auch zu meinem Lebensmotto gemacht habe. Ich habe mehr delivered als das, was sie erwartet haben.
Es war eigentlich wie so die Geburt von so einem Freestyle-Denken. Es war eben nicht nur ein Sport, sondern es war wirklich ein Lifestyle. Die jungen Leute, die dort kamen, wollten sich ein bisschen befreien von viel Druck und von Erwartungen. Und die wollten sich entfalten. Und das ist gegangen beim Snowboarden. Das Grösste ist halt immer noch einfach ein Powder-Turn gemeinsam zu ziehen, irgendwo im Pulver. In Sachen Bewegung und Erlebnis ist es unschlagbar. Wird immer der beste Sport für Tiefschnee bleiben, da bin ich überzeugt. Grundsätzlich ist das Snowboarden für mich das ultimative Freiheitsgefühl, zum sagen, ich bewege mich da, das ist wurscht, ob ich die Hand da habe oder da. Oder es sieht eigentlich alles irgendwie gut oder sportlich aus. Oder man sieht, die Leute haben Spaß. Und das ist für mich das Wichtigste. Was ich fantastisch finde, ist, dass der Virus von dem ersten Draufschauen ins Rad bis zu heute der Virus immer noch da ist. Ich habe immer noch 35 und mehr Tage in der Saison, wo ich fetze. Wo ich den Wetterbericht nachschaue, wie ein Surfer, und schaue, wow, da gibt es einen Dampf und dort kommt man hin. Und da finde ich das faszinierend, dass einem Sport kann so viel geben, aber auch so viele Freundschaften wie dem José und ganz viele andere Leute auf der ganzen Welt. Und ich bin dem wahnsinnig dankbar. Auf dem Weg hat er mir auf jeden Fall gegeben, dass man alles ausprobieren soll. Also jeden Sport probieren soll, auch wenn man hinfällt beim Snowboarden oder so, einfach wieder aufstehen und es wieder probieren, weil wenn man es nicht macht, dann lässt man es wahrscheinlich für immer. Und oft habe ich mich auch hingeschmissen beim Snowboarden, aber er hat mich motiviert, weiterzumachen, und generell Motivation gibt er sehr viel. Mit ihm erlebe ich einfach sehr viel. Er versucht mir alles zu zeigen, was es auf der Welt gibt, und ich finde, es macht immer am meisten Spaß, wenn wir einfach Snowboarden sind oder surfen sind. Ich bin ja schon ein bisschen älteres Modell und hatte viel Zeit, über meine Karriere, meinen Werdegang nachzudenken. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass alles, was ich geplant habe, nicht wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Und alles, was ich nicht geplant habe, hat super funktioniert. It's just the greatest sport in the world.